Ein letzter Auftritt von unseren Jungs von Preußen Münster. 3 super spannende Saisons gehen heute zu Ende mit dem Pokalfinale. Das Highlight in dieser Karriere kommt natürlich zum Schluss. Und Borussia Dortmund ist unser Gegner. Mit Sondertrikots. Ich hoffe, ihr werdet die im Spiel mal zu sehen bekommen. Vielen Dank an denjenigen, der das gemacht hat. Großes Kino. Ich habe immer noch Respekt davor. Ich könnte es nicht. Und die Reise ist ja da noch nicht zu Ende. Hier ist erstmal die Reise ins Finale. Wir haben die Bayern rausgehauen, ganz knapp. Wir haben Magdeburg souverän geschlagen. Wir haben gegen Gladbach auch noch mal ein bisschen gezittert. Und Dortmund hat unter anderem Leverkusen und Leipzig ausgeschaltet. Und die werden natürlich Favorit sein. Das ist so ein Spiel, da muss wieder alles zusammenkommen für uns. Vielleicht auch übers Elfmeterschießen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie im Spiel hin. Vielleicht haben wir heute mal einen Sonntag. Und von daher starten wir rein. Das allerletzte Spiel, das Pokalfinale. Münster gegen Dortmund. Ihr seht, das Trikot ist ein bisschen dunkler gehalten. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal irgendwann von Nahen zu sehen. Und dann geht's weiter, die Reise. Von Preußen Münster geht's dann direkt zu Frankfurt. Ich werde bei Eintracht Frankfurt dann die Trainerstelle unterschreiben, den Vertrag unterschreiben. Die Umfrage zu den neuen Trikots habt ihr sicherlich schon gesehen. Auch da wird es dann wieder designte Heimtrikots und auch Auswärtstrikots geben. Ihr dürft natürlich wie immer entscheiden, welches wir nehmen. Und dann geht es in der nächsten Saison, ja, vielleicht auch wieder drum, oben mitzuspielen. Je nachdem, was für Spieler da sind, welche wir verkaufen müssen, welche wir uns holen. Und von daher war das für mich auch einfach nochmal eine Herzensangelegenheit, mit der Eintracht hier zu spielen. Wir haben jetzt mit Münster eine super Zeit gehabt. Aber ich wollte auch mal gerne wieder mit Eintracht Frankfurt spielen und mal gucken, wie viele Saisons. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Das ist natürlich das Allerwichtigste, dass ihr euch auch freut. Klar, Eintracht Frankfurt-Karrieren gab es schon ganz häufig. Aber gut, ich bin halt nur mal Eintracht-Fan und von daher, ich freue mich immer, mit meinen Jungs hier zu spielen. Und doch in-game möglichst ganz große Erfolge zu feiern. Und apropos Erfolg. Pokalsieg heute in Preußen Münster, dann wird es erstmal 2 Wochen durchgefeiert. Dann wird dieser Tag rot im Kalender angestreicht. Und dann gibt es vielleicht auch einen Feiertag. Und das auch nur für Münster. Dann wird an diesem Tag immer ein Tag frei sein für die Münsteraner. Wer weiß es schon, aber Dortmund kommt natürlich mit Havertz, mit Finn Buckley. Das ist dieser Jugendmann, der völlig verrückt ist. Doucouré unter anderem habe ich gesehen, Daniel Mahlen. Und die haben halt am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt, ne? Leipzig ist Meister geworden, Dortmund hat verloren, glaube ich, in Frankfurt oder nur... Ne, die haben 3-3 gespielt und Leipzig hat gewonnen bei Heidenheim. Und deswegen ist Leipzig Meister geworden. Wir kommen mit Listesch, Alvaro. Gut wiedergeholt, aber dann müssen wir einfach schneller umschalten und ein bisschen mehr draus machen. Wanner läuft sich frei. Wanner allein gegen alle. Da kommt er durch. Wanner. Pfosten. Gute Aktion. Weiter geht's. Wir sind noch nicht fertig. Wanner und Atagana. Der hat, glaube ich, auch einen guten Schuss. Und was für ein! Der hat einen guten Schuss. Der Mann, der wieder zum FC Barcelona zurückgehen wird. Aber vorher macht er nochmal so ein Traumtor in so einem Spiel. Was für eine Atmosphäre. Und wir führen. Was für ein Hammer. 27 Meter, was für ein Abschluss. Komische Flugkurve. Der senkt sich wie ein Stein hinter Kobel runter. Da gibt es nichts zu halten. Und Atagana lässt zum ersten Mal unsere Fans jubeln. Valentin Atagana, ich glaube, der hat noch gar nicht getroffen. Der hat kein einziges Tor gemacht für uns, oder? Ich glaube doch gegen wen war das denn? In der Liga. In der Liga hat er, glaube ich, auch getroffen. Egal, der hebt sich die Tore für besondere Spieler auf. Möchte man sagen. Aber Achtung, Dortmund kommt über Havertz. Oh, die machen, wenn die einmal ernst machen, dann sind sie da. Und der Ausgleich. Damit war irgendwie auch zu rechnen. Also, dass der BVB sich das nicht gefallen lässt, das war klar. Und Havertz, dann kannst du nichts machen. Da kommt die Grätsche auch, glaube ich, zu spät, beziehungsweise auch gar nicht. Ja, und der war gut geschossen. Da gibt es nichts zu halten für Sinamoy und nach nicht mal 2 Minuten der Führung schon wieder der Ausgleich da. Nun gut, aber es ist halt ein Pokalfinale, ne? Da kann so viel geschehen. Der Spielverlauf, der kann völlig auf den Kopf gestellt werden. Und vielleicht sind wir ja jetzt mal wieder dran. Schöner Ball, aber Jong war gut gegen Buckley.
sich da durchzusetzen. Der ist halt auch erst 18 oder 19. Freigabesumme von 93 Millionen, das sagt schon vieles über diesen Spieler, dass er sehr, sehr besonders sein wird. So, Malen gegen Wagner, sehr, sehr gut gemacht. In die Zweikämpfe müssen wir reinkommen, bevor Buckley hier uns davon sprintet. Achtung! Wieder Havertz in der Mitte. Nur stehen. Achtung, Sinamoy. Da war Fernandes mit dem Schuss. Roger Fernandes. Und dann ist es abseits von Prestiani, glaube ich, heißt er. Oh, diese Fehlpässe oder diese Pässe ins Nirgendwo. Da fühlt sich auch niemand für zuständig. Oh, das ist ein Foul, das gibt Gelb. Für Salih Özcan. Ja, das war ein klassischer Abräumer. Jetzt hat er aber schon mal Gelb. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt mehr über ihn spielen. Sagt sich so einfach. Aber gut, wer weiß, die Dortmunder kommen. Über Fernandes, der ist auch schnell. Friedrich muss wieder in die Innenverteidigung. Remberg hält die Mitte hier zu. So gut wie es geht, Doucouré. Ja, die pressen, die stehen sehr, sehr hoch und wir müssen halt hinterherlaufen. Achtung, diese Durchbrüche verhindern. Und Fernandes mit dem nächsten Schuss und Sinamoy. Wir brauchen natürlich auch heute einen guten Keeper, das ist ganz klar, der uns auch mal ein paar unhaltbare Bälle hält. Vielleicht dann auch im Elfmeterschießen, wenn es denn soweit kommen sollte. Aber jetzt kommt erstmal die Ecke des BVBs und Martinez, oder Hinkapier war es, vorbei am Tor. Weit vorbei. Ja, und es sieht gut aus. Also wir halten gut mit. Wir haben sogar die Führung erzielt. Also von daher sind wir auf jeden Fall mal ebenwürdig. Aber bei Dortmund weiß man halt nie, ne? Da sind sie wieder über Prestiani. Poso hätte da eigentlich hingemusst. Aber mit der Hacke, das dürfen sie nicht machen. Das ist zu einfach. Und Poso ist dazwischen. Und jetzt suchen wir die Flucht nach vorne. Über Poso, über Paul Wanner. Der läuft durch. Oh, und dann muss er den außen lang spielen. Warum denn innen? Die spielen den immer außen lang. Da war doch der Platz. Jetzt kommen die Dortmunder über Havertz. Achtung, Friedrich ist dazwischen. Und Wagner klärt. Aber das war eine große Chance. Da hätten wir so viel Platz gehabt über den rechten Flügel. Die Dortmunder kommen über Malen. Friedrich, Achtung, Havertz ist in der Mitte. Und das war ganz, ganz wichtig von Friedrich. Da feiert er sich auch selber. Muss er auch machen. Ist auch völlig okay. Und jetzt müssen wir die Ecke nochmal verhindern. Dann gehen wir mit einem 1-1 in die Pause. Dann ist das super. Ein super Ergebnis. Achtung. Dortmunder sind aber nochmal da. Oh, über Havertz. Vorsicht. Und Jonga. Und raus damit. Und Achtung, es ist noch nicht Halbzeit. Sinamoy. Nochmal mit einer richtig starken Parade. Nochmal 2, 3 Chancen jetzt zum Schluss. Wurde nochmal ein bisschen brenzlig. Aber haben wir alles verteidigt bekommen. Es steht 1-1. Verdientes Ergebnis. Ich glaube, wir sind verdient in Führung gegangen. Schöner Schuss von Atagana. Klar, gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass er den so trifft. Und ansonsten spielt halt der BVB. Ne? Ist zum Ausgleich gekommen. Wir haben aber auch noch ein bisschen Qualität auf der Bank. Wir haben noch Nacho Ferri, den wir bringen können. Wir haben Hekimoglu, wir haben Grudowski. Wir haben Rogoff, der das auch sehr, sehr solide gemacht hat, die letzten Spiele. Also es ist noch vieles Mögliche in diesem Finale. Und die Dortmunder kommen. Oh, über Chavez. Achtung! Der macht fast ein Eigentor. Aber wichtig, dass er da dazwischen war. Das hätte böse ausgehen können. Jetzt kommt Liszic. Kriegt er Poso? Ja, traumhaft ins Spiel. Und Poso muss es alleine machen. Ins lange Eck. Und die erneute Führung. Super Angriff. Sehr, sehr gut gespielt. In die Tiefe und dann war niemand da, also macht Poso das allein. Und der hat auch keinen so schlechten Schuss. Der ist Verteidiger. Schöner Schuss. Sehr stramm ins lange Eck. Da gibt es nichts zu halten für Gregor Kobel. Und das ist auch ein schönes Bild. Die Bank freut sich, die Fans im Hintergrund jubeln und wir sind wieder in Führung. So kurz nach der Halbzeit ist das natürlich auch gut für uns. Ja, das gibt die Dortmundern jetzt ein bisschen was zum Nachdenken. Aber vielleicht schlagen sie auch direkt wieder zurück. Achtung. Fernandes macht er alleine, aber zu zentral. Und Sinamoy, der kann auch ab und zu mal ein bisschen das Tempo rausnehmen, ein bisschen verlangsamen hier. Ruhig von hinten aufbauen, weil jetzt sind die Dortmunder gefragt. Jetzt müssen sie. Jetzt müssen sie nach vorne spielen. Dadurch haben wir Platz. Oh, Liszic, wenn er den durchbekommt, da warte ich nochmal irgendwann drauf, dass es Spieler gibt, die diesen Ball einfach durchstecken können. Die nicht den Gegner
den Ball in den Fuß spielen, sondern den Ball vorbeispielen. Das ist gar nicht so schwer. Oder auch mal durch die Beine durchkriegen oder auch mal außen rum. Aber nein, die müssen immer durch den Gegenspieler durch. Aber wir sind schon wieder vorne. Wir haben gar keine Zeit, uns darüber aufzuregen, weil Poso ist schon wieder da. Lister schwingt. Alvaro ist auch irgendwo. Da ist Alvaro völlig frei abgefälscht. Oh, der wäre fast reingegangen. War doch eine gute Flanke. Ich dachte, die wäre, oder die ist ins Nirgendwo geflogen, aber Alvaro war dann doch da. Und vielleicht doch jetzt nach einer Ecke. Wanner vom Tor weg. Ah, zu flach. Und dann ist auch hinten niemand da, der da den Rebound holt. Jong war sehr gut. Ganz, ganz stark. Und dann wieder aufbauen. Über Außen, über Wagner. Der gegen Buckley. Wer ist hinten? Atagana. Der kann nochmal so einen Schuss raushauen. Remberg, der kann das auch. Probieren wir einfach mal. Nikolai, Remberg. Ja. Ich meine, er hat auch schon aus so Entfernungen getroffen. So ist es nicht. Aber es klappt halt auch nicht immer. Aber die Zeit rennt. Wir haben schon eine Stunde gespielt. Eine halbe Stunde noch für den BVB mit Nachspielzeit, um hier noch den Ausgleich zu schießen. Und die Dortmunder sind da. Achtung, Malen. Oh, da haben wir defensiv nicht gut aufgepasst, aber Sinamoy hat Glück, dass Malen zu lange überlegt. Da standen wir auch wieder rum wie Falschgeld, ja? Die Verteidiger stehen, haben alle nur zugeguckt. Und am Ende mussten wir hoffen, dass Sinamoy den Fuß oder die Hand irgendwie dran kriegt. Und genau das hat er gemacht. Ein sehr außergewöhnlicher Keeper, den man eventuell auch zu Frankfurt lotsen könnte. Ich guck mal, was der noch für einen Vertrag hat. Aber da hätten wir schon mal einen guten zweiten Keeper, je nachdem, wen die Eintracht hinten drin stehen hat. Oh, Bresciani, Achtung, Wagner muss ran und er hat den. Sensationelle Grätsche. Wichtig, ganz, ganz wichtig, sonst wäre der durchgekommen. Und das brauchen wir jetzt die letzten Minuten hier. Wir müssen verteidigen, wir müssen uns hinten reinwerfen, natürlich auch mal einen Freischuss ziehen oder hier durchlaufen. Der BVB bietet uns das an. Alvaro, Lisic, oh, das ist traumhaft gespielt. Aber dann fehlt es an der Technik. Der erste Kontakt von Lisic, der war nicht gut. Und wenn er den noch über Kobel gelupft bekommt, dann ist das schon fast die Vorentscheidung. So, bleibt es weiterhin offen. Und Bresciani, das meine ich. Du kannst da einfach nichts machen. Du kommst einfach nicht hinterher. Atagana, Achtung, das ist kein Abseits. Und die Verteidigung steht. Malen, Achtung, Havertz nochmal. Friedrich ist da. Und Havertz vorbei. Am langen Pfosten. Ja, am kurzen Pfosten. Doucouré kriegt gelb. Wahrscheinlich wegen dem Foul an... Wer war's? Genau. An Atagana, als wir die Chance hatten mit Listec. Dortmund wechselt. Wir wechseln auch nochmal. Das ist ein guter Zeitpunkt, eine Viertelstunde vor Schluss. Bringe ich Rogoff rein und natürlich der altgediegene Grudowski. Der bekommt nochmal ein paar Spielminuten. Ferry kriegt vorne auch nochmal und Kaba. Der macht das genauso gut wie Poso. Der ist auch sehr zweikampfstark. Und Grudowski ist einfach eine Legende hier. Der ist von Beginn an mit dabei. Hat auch immer seine Tore gemacht. Viele Vorlagen auch gegeben. Und Nacho Ferry wird die Zukunft sein. Weil Alvaro halt auch wieder zurückgeht. Nach Fulham. Deswegen wird Ferry hier die Zukunft sein. Im Münsteraner Sturm. Jetzt kommt aber erst nochmal Listec. Und Remberg, der ist am schnellsten. Der schaltet am schnellsten. Noch 10 Minuten. 10 Minuten noch bis zum DFB-Pokal. Oder zur Verlängerung. Je nachdem, wie wir das jetzt hier zu Ende spielen. Je nachdem, wie druckvoll Dortmund nochmal spielt. Kjærgaard ist reingekommen. Buckley, den haben wir heute weitestgehend im Griff. Also von dem habe ich noch nicht so viel heute gesehen. Ist auch immer ein gutes Zeichen für uns. Havertz. Und stehen. Und mit verschieben. Und Achtung, Fernandes. Das ist der Durchbruch da auf der Seite. Aber Chavez, der kriegt den Fuß dazwischen. Ganz stark, Junge. Sehr, sehr gut verteidigt. Hier sehen wir das nochmal. Im letzten Moment, zack. Prescher dazwischen. Sehr, sehr gute Verpflichtung auch im Winter von Hoffenheim. Auf den letzten Drücker mehr oder weniger. Dortmund kommt über Malen. Achtung, das darf nicht sein. Der darf nicht so frei durch den Strafraum durchlaufen. Und Wanner. Mit dem Entlassungsangriff. Kaba gegen Hinkapier. Vorne Listec, der ist frei. Der ist nicht im Abseits. Der kann es jetzt zu Ende bringen. Listec gegen Martinez. Wo ist jemand? Wo ist Ferry? Die beiden, die haben es doch so oft zusammen gemacht. Ferry lässt sich fallen, aber kommt nicht ran. Noch 3 Minuten. Es ist gleich geschafft. Aber wir müssen noch.
Noch ist Dortmund nicht geschlagen. Achtung, Kjærgaard. Alle jetzt nach hinten. Achtung, Havertz ist vorne frei. Fernandes, Flanke kommt. Friedrich ist da. Sehr schön. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Wenn wir den jetzt nicht mehr verlieren, dann ist das der Pokalsieg. Dann haben wir es. Oh, nochmal ein Foul an Wanner. Das gibt die Gelb-Rote für Özcan. Und tschüss. Das wird mit die letzte Aktion gewesen sein. Salih Özcan kriegt die gelb-rote Karte. Natürlich. Muss er machen. Muss er aus taktischen Gründen. Sonst wären wir weg gewesen. Jetzt gibt es nochmal einen Wechsel. Jetzt kommt Guirassy rein. Das ist auch komisch. Jetzt kommt Guirassy rein, nachdem der BVB irgendwie 90 Minuten lang ihn gebraucht hätte. Und wir fahren das Ganze jetzt zu Ende. Zur Eckfahne. Vielleicht nochmal ein Angriff. Vielleicht nochmal eine letzte Chance, das Ding wirklich jetzt klar und deutlich zu machen. Rogoff nochmal hat die Chance, kommt aber nicht mehr dazu. Und es ist vorbei. Es ist geschafft. Im letzten Spiel schaffen wir doch die große Sensation, den DFB-Pokal zu gewinnen. Unfassbar. Dank Atagana, dank Poso. 2 herausragende Spieler, auch in diesem Spiel. 2 herausragende, rausgespielte Tore. Ein schöner wie das andere. Und Godowski ist Pokalsieger. Ferry, Rogoff, Sinamon, wie sie nicht alle heißen. Die sind alle Pokalsieger. Und so denke ich, kann man Preußen Münster hinterlassen. Meinem Nachfolger wünsche ich viel Glück. Und unseren Jungs wünsche ich jetzt hier 2 Wochen lang durchfeiern. 2 Wochen lang saufen bis zum geht nicht mehr. Vorbereiten auf die nächste Saison, weil die spielen auch international. Die spielen zwar nicht denselben Wettbewerb wie ich mit der Eintracht, aber die spielen auch international. Und Nikolai Remberg darf ihn jetzt hochheben. Also Pokalsieger Preußen Münster. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Sehr, sehr schön. Großartig. Als großer Außenseiter, schon allein der Aufstieg war eine Sensation. Dann der Einzug ins europäische Geschäft. Überleg mal. Und dann, normalerweise hätte man dann gedacht, okay, die Saison wird jetzt ein bisschen schwerer mit der ganzen Doppel- und Dreifachbelastung. Dann ziehen wir ins Viertelfinale ein, verlieren dort das Elfmeterschießen gegen Newcastle und holen jetzt im allerletzten Spiel den DFB-Pokal für Münster, für Preußen, für die Fans. Und das sind doch schöne Bilder. Ich weiß, wie es ist, live dabei zu sein, wenn die Lieblingsmannschaft den DFB-Pokal gewinnt. Ich weiß, wie es ist. Und vielleicht werden wir hierhin zurückkehren mit der Eintracht. Nächste Saison, ich weiß nicht, was möglich ist. Aber das ist jetzt auf jeden Fall die Zukunft. Das sind die Sieger. Das sind die Jungs, die es geschafft haben. Wanner, der wird den Münsteranern, wie ich jetzt auf Hoffenheim komme, weiß ich auch nicht, viel Freude bereiten. Und dann wird es die Zeit, den neuen Vertrag zu unterschreiben. Ja, als absolut krasser Außenseiter, also Pokalsieg SC Preußen Münster von 1906. Und die werden hoffentlich ihren Weg weitergehen. Ich wünsche denen wirklich viel Erfolg, außer wenn wir gegen sie in der Liga spielen. 2-mal, dann wünsche ich mir natürlich 2 Siege. Aber ansonsten darf Preußen Münster gerne jegliche Spiele gewinnen. DFB-Pokal können sie uns auch ruhig überlassen. Ansonsten wünsche ich denen auch international nur das Beste. Viel Erfolg. Mal gucken, was sie für eine Mannschaft haben. Da werden jetzt viele Leute gehen, weil ich die nur geliehen habe. Aber die haben jetzt natürlich ganz viel Geld zur Verfügung. Natürlich noch im Trikot die Feier durch Münster. Da wäre auch die Hölle los, ey, glaub mal. Viel mehr als bei manch gestandenen Bundesligisten. Sehr schön. Also, die Siegesfeier ist auch mal wieder das gleiche, deswegen überspringe ich das. Also, das war's. Wir sind durch mit der letzten Saison mit Preußen Münster. Wir sind durch mit Preußen Münster insgesamt. Und wir werden jetzt heute noch also den Vereinswechsel vollziehen. Ich habe nämlich hier schon die E-Mail. Ich weiß nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe oder nicht. Wir kriegen nochmal 4,5 Millionen für den Gewinn des DFB-Pokals. Und wir haben sogar 66 Millionen für unsere Bundesliga-Platzierung bekommen. Und hier ist der Vertrag. Den Vertrag, den ich unterschreiben werde bei Frankfurt. Angebot anzeigen, Angebot annehmen und gib ihm. Also, das ist die Unterschrift nach dem DFB-Pokalfinale, die ich jetzt gesetzt habe. Wir wechseln innerhalb der Liga zu meinem Herzensverein, zu Frankfurt. Die Vorstellung, die überspringen wir auch. Brauchen wir gar nicht drauf gucken. Also, ich möchte mich bei euch bedanken.
Nächsten Part geht's los mit der Eintracht. Wir werden uns zunächst mal die Mannschaft anschauen, den Kader und so weiter und so fort. Und dann im übernächsten Part, dann geht's auch da wieder los mit den Spielen. Ich bin gespannt, wie sich Preußen Münster entwickelt. Ich möchte mich von hier aus bei euch bedanken für euren Support in der Preußen Münster Karriere. Es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Diese 3 Karrieren, diese 3 Saisons, muss man ja sagen, sind wie im Flug vergangen. Eigentlich. Wir haben viele Erfolge gefeiert. Am Ende Europa League wäre noch mal ein bisschen zu viel gewesen, aber vielleicht mit der Eintracht. Obwohl, da spielen wir, glaube ich, Champions League. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, wenn ihr Eintracht-Fan seid. Wenn ihr jetzt die folgenden Spiele, die folgende Karriere nicht verpassen wollt. Ein Muss, glaube ich, für jeden Frankfurt-Fan. Sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp und ganz frech heraus. Und von daher, vielen Dank. Ich wünsche Preußen Münster hier natürlich alles Gute in-game. Außer wenn sie gegen uns spielen. Die werde ich auch immer wieder verfolgen. Und dann sehen wir uns mit der Eintracht zum Saisonstart 2027, 2028 ist es dann, ne? Genau, also macht's gut, habt einen schönen Tag und feiert den Pokalsieg mit Preußen Münster.